Das ist portable Energie für unterwegs. Ja, das sind so kleine Henkelmänner, die man mitnehmen kann. Lithium-Ionen-Akkus oder, wie in diesem Fall hier, sogar Lithium-Eisenphosphat-Akkus hier schon eingebaut. Ja, hier ist der Manuel. Habe ich das richtig erklärt? Ja, das hast du. Bluetti, das ist was ganz Tolles, denn das Besondere bei den Systemen ist, du kannst die sogar an 230 Volt anschließen, dauerhaft angeschlossen lassen und gleichzeitig Energie entnehmen. Genau so sieht's aus. Du könntest auch rein theoretisch direkt über Solar einspeisen. Ist halt ein schönes Produkt. Wie du schon richtig gesagt hast, das ist portabel, kannst es mal eben mitnehmen, kannst es auf deine Anwendung ein bisschen einstellen, das passt schon, ja. So, ich zeige das mal gerade. Wir sind bei Wattstunde. Was ist Wattstunde? Ihr seid praktisch ein Händler? Wir sind ein Solarmodulhersteller. Wenn du ein bisschen rüberschwenkst, sieht man das schon, dieses Thema Solarinselanlagen. Wir bedienen komplett Caravan, Wohnmobilindustrie und liefern alles aus einer Hand. Sprich, man hat ein Solarmodul, man hat einen Solarregler, Akku, Wechselrichtersysteme, alles von uns technisch validiert beraten. Das Ganze funktioniert auch. Also ich muss da nicht fummeln oder irgendwas, sondern das ist aufeinander abgestimmt. Genau, die Anfrage kommt vom Kunden rein. Der Kunde stellt seine Anforderungen, wir validieren das im Backoffice und würden eine Plug-and-Play-Anlage liefern. Okay, wir zeigen das mal gerade. Also das ist jetzt ein Teil, das habe ich zum Beispiel als Notstromanlage vor meinem Server laufen. Das wäre eine Anwendung, oder? Genau so ist es, das machen wir ähnlich. Ja, ich habe das Laufen, das bedeutet, der Strom fällt aus in Frankreich, dann lädt sich das System vollautomatisch auf, weiß sogar, wenn es zu lang geladen ist, dass es nicht zu sehr geladen wird und ist dann bereit, wenn der Strom ausfällt, ohne Ausfall, direkt. Genau, USV, so das ist das Stichwort. Ja, aber es kann auch benutzt werden, zum Beispiel kann ich als USV benutzen, dann fahre ich in Urlaub, pack mir das zum Beispiel in den Camper. Genau, und kannst deine kompletten Geräte, wie zum Beispiel Kompressor Q-Box, deine Handys, deine E-Bikes, jede erdenkliche Anwendung kannst du da wirklich mit einspeisen, ja. Ja, das ist ein schönes Gerät. Das Coole dabei ist, es ist Plug and Play. Das heißt, alles das, was ich normal im Camper eingebaut habe an Technik, ist hier mit drin. Da sind Laderegler mit drin, da ist ein Wechselrichter mit drin, da kommt 230 Volt raus, da kannst du Solar reinmachen, 230 Volt, 12 Volt. Dem ist kaum noch was hinzuzufügen, korrekt. So, zeig mal bitte, das sind Steckdosenausgänge. Genau. Du hast halt hier die Möglichkeit, über mehrere Steckplätze mehrere Geräte auch gleichzeitig zu betreiben. Ist halt eine Maximalleistung gegeben. Man könnte rein theoretisch hier zweimal E-Bikes anschließen, noch mit einer Verteilersteckdose arbeiten, rein theoretisch mehrere Handys laden. Das macht die alles mit. So, da gibt es kleinere. Das ist wahrscheinlich die Größe des Speichers selber. Wenn die größer ist, hat die mehr Kapazität? Genau so ist es und natürlich auch eine gesteigerte Wechselrichterleistung. Ja, wenn du einfach mal von oben nach unten gehst, von klein nach groß, entsprechend großer Akku, viele Möglichkeiten, auch Geräte zu befeuern, die einfach mehr Energie benötigen über den Tag. Ja, das Besondere ist, dass du quasi alles, was du an Spannungen kriegst, dort direkt einspeisen kannst. Du kannst Solarpanels direkt daran anschließen. Hier hast du viele Eingänge, klär mich mal auf. Genau. DC Input steht zumindest mal drauf, ja, das ist Gleichstrom. Da steht drauf 10 bis 145 Volt und 15 Ampere, das geht. Genau, das geht. Du könntest rein theoretisch mehrere Solarmodule zusammenschalten, um einfach eine größere Eingangsleistung zu haben. Mit einem speziellen Adapter ist das überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Solarmodule zusammengeschaltet werden, kann ich die in Reihe und parallel schalten, oder? Grundsätzlich schon. Allerdings, hast du schon gerade das Zauberwort gesagt, die Amperezahl begrenzt am Ende den Eingang. Okay. Durch die höhere Voltzahl bietet es sich bei dieser Station an, in Reihe zu schalten. Das Besondere ist, du kannst, glaube ich, sogar mehrere Spannungsquellen parallel anschließen. Korrekt. Ja, sehr schön. Adapter, hier unten steht's. Das ist, glaube ich, das Ladegerät, das kommt mit, das ist extern. Richtig. So, da steckst du rein, 230 Volt, da kommen dann raus, guck mal gerade 60 Volt rund mit 8 Ampere. Oben drüber sind Zusatzbatterien. Genau, man kann das modular erweitern. Je nachdem, was du für eine Speicherkapazität haben möchtest, kannst du dir dein eigenes System zusammenbauen. Okay, das heißt also, wie es hier steht, da unten ist eine Zusatzbatterie. Ich kann das erweitern. Genau, du kannst einfach Step by Step an deine Bedürfnisse anpassen. Bluetti hat halt wirklich die Möglichkeit, mit sehr großen Belastungen zurechtzukommen und auch mit Dauerverbrauchern zum Beispiel. Ich guck mal gerade, B300, ist das jetzt die Batterie oder ist das eine andere Powerstation? Genau, das ist ein anderes Modell grundsätzlich. Es gibt einmal praktisch den Vater und man kann dann praktisch die Station durch die Zusatzakkus erweitern.
Okay, verstanden. Das heißt, wenn ich mehr Power brauche, zum Beispiel, ich habe jetzt eine Installation und will jetzt, ich sag mal im schlimmsten Fall mehrere Kühltruhen zusammen betreiben, Dann kann ich kannst das du, machen. kannst du es damit machen, genau. Gefriertruhe und so weiter ist alles kein Problem. Waschmaschine und so weiter. Ja, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die Sonnenenergie einzufangen. Das sind Solartaschen, die sind sehr praktisch, wenn ich mal nicht in der Sonne, also wir haben jetzt 35 Grad, da stellt sich mit dem Camper nicht in die Sonne, oder? Genau, dann bist du eher die Schattenparker-Fraktion. 5 Meter Kabel grundsätzlich dran. Man kann das auf bis zu 15 Meter Kabelweg erweitern und ist es natürlich praktisch. Du hast die Möglichkeit, die Teile zusammenzufalten und einfach hinten zu verstauen, nimmt nicht viel Platz weg und bei Bedarf einfach auspacken. Ja, jetzt sieht man hier, da sind Adapter dran. Zeig mir das mal bitte, der graue, Genau. dass man das sieht. Der passt jetzt nicht direkt rein. Ist das schlimm? Genau, das ist überhaupt kein Thema. Das ist ein Anderson-Stecker, der ist universell und wir liefern die passenden Adapter für Bluetti, EcoFlow, für alle Systeme gleich mit. Jetzt hast du hier eine Tasche, das heißt, ich falte die aus. Da kann ich jetzt mein Handy nicht direkt anschließen, oder? Genau, da würde kein Handy drüber geladen werden. Man würde grundsätzlich die Batterie an Bord speisen oder eben eine Powerstation. Das gleiche gibt es in verschiedenen Formen. Wo ist da jetzt der Unterschied zwischen den Taschen hier? Grundsätzlich ist es die Leistung. Man sieht das ja so ein bisschen von der Größe. Wir haben hier vorne 140 Watt SunPower-Zelle und dahinter schon eine 200 Watt. Wir können auch bis zu 340 Watt gehen. Die ist entsprechend größer. So, jetzt kann man auch hier verschiedene Qualitäten wählen. Es gibt welche wie zum Beispiel einzelne Module, wenn ich die abschatte, dass das Feld immer noch funktioniert, gell? Genau, wir haben ab sofort die komplette Sunfolder-Reihe mit Dioden. Das bedeutet, man kann die gefahrlos miteinander verschalten und hat halt diese sogenannte Abschattungsproblematik schön abgefedert. Okay, das heißt also beispielsweise hier ist jetzt, die Sonne wandert, das linke Modul wird abgeschattet, dann ist das nicht mehr so, dass das ganze Modul nicht funktioniert. Genau so ist es. Das wird schön. praktisch umgangen. So, hier ist Simone. Grüß dich, Simone. Hi. Guck mal, das ist deine Handtasche, deine neue. Ja, das hat zwar Handvoller. nichts zu meinem Outfit, aber macht nichts. Zeig mal, die kann man auseinanderfalten. Wenn du mir kurz mal zeigst, wie es funktioniert. Natürlich nicht Ist sie leichter schwer? als das. Ist sie schwer eigentlich? Ich würde sagen 5 Kilo. Ein bisschen dazu, aber falt die ruhig mal auseinander. Ist vorne mit Klettverschluss. So, das kriegt jeder hin eigentlich, ja? Ja, grundsätzlich schon genau. So, sie hat es noch nie gemacht. Spannend. Ja, aber da sieht man einfach, wie einfach das ist. 3 Faltungen, dann hat man seine Standfüße, kann das dann schön ausgerichtet zur Sonne hinstellen, genau. Ich habe gemerkt, im Sommer ist gar nicht so schlimm, wenn es nicht genau zur Sonne ist, oder? Genau, das ist kein Problem. Die Sonne wandert natürlich den Tag über und dann stellst du dir die einfach hin und hast hinten deine Standfüße, auch wieder mit Klettverschluss. Genau. Warte, ich zeig's mal. Da vorne ist es ja schon ausgefaltet. Ihr faltet mal aus. Die stellst du einfach hin. Genau. Und schon kann es losgehen. Ja, großes Thema Solarkraftwerk. Ihr habt direkt Ösen eingelassen, dass ich das am Balkon zum Beispiel festmachen kann. Zum Beispiel. Oder du könntest auch Saugnäpfe mit Rändelmuttern benutzen. Da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Fantasie keine Grenzen gelassen. So, und das kann ich hier direkt einspeisen in so ein Power-Modul. Das ist was Interessantes. Ist ein bisschen schwerer. Das ist die Festmontage. Genau. Hagelsicher, salzwasserbeständig, in allen erdenklichen Formen und Größen verfügbar bei uns. Wir haben über 25 verschiedene Module im Portfolio. Das Coole ist natürlich, wenn ich einen Camper habe, ich sag mal, ist die Dachfläche ja begrenzt bei mir. Da brauche ich verschiedene Größen. Ja, ist kein Problem. Wir haben zum Beispiel von 110 bis 160 Watt, 170 Watt, 250 Watt können wir alles liefern. Wir haben auch Module, die besonders schmal sind. Wenn du zum Beispiel auf dem Kastenwagen in der Mitte Dachfenster hast und nur links und rechts einen schmalen Steg, ist überhaupt kein Problem. Wenn du das mal kurz hochnimmst und mir die Rückseite mal zeigst, wie sowas aufgebaut ist. Ja, na klar. So, das ist so ein Modul, da ist immer auch gleich ein Stecker dran. Genau, 90 cm Kabel vormontiert, mündet in MC4-Steckern. Sobald die gesteckt sind, sind die IP68 wasserdicht bzw. staubdicht und du kannst sie einfach auf dem Dach liegen lassen. So, da ist eine Halterung, da schraube ich die drauf am Auto oder eine Unterkonstruktion. Zum Beispiel. Sowas. Auch Dachspoiler benutzen, zum Beispiel, haben wir auch in verschiedenen Formen und Größen, kann individuell angepasst werden. Ja, im Laufe der Zeit hat sich ja, ich sag mal, die Möglichkeit über Solar zu laden massiv entwickelt. Der Wirkungsgrad ist immer besser geworden. Ja, wir sind jetzt schon bei 24% bei der Wattstunde. Ja, das klingt nicht viel, aber das sind Welten. Ich glaube, alles hat mal angefangen mit 6-7%. Ja gut, das ist schon ein paar Tage her, da hast du recht. Alles, was über 20% Wirkungsgrad ist, ist schon sehr gut. Aber wirklich spitze ist man dann irgendwo bei 24%. Hier sieht man sehr schön, dass diese, ich sag mal, Module nicht direkt auf dem Dach liegen, denn die sollen gar nicht so heiß werden. Ein bisschen Luft ist gar nicht schlecht, oder? Ja, so ein bisschen frisches Lüftchen von unten, das ist schon gar nicht schlecht, genau. Zelltemperatur ist ein Thema. Ich zeig mal gerade, also hier steht jetzt P-Max 125 Watt.
Das bedeutet, also wenn die Sonne optimal scheint, alles perfekt wäre, der Laderegler das kann, dann kommt da 125 Watt raus. Genau so ist es. In der Praxis 100 ungefähr? In der Praxis kommen 125 Watt raus. Okay, das heißt aber von vielen Komponenten abhängig. Wenn alles optimal miteinander spielt, dann klappt es am besten. Genau. Denn du hast gesagt, der Laderegler, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also das, was im Auto verbaut wird, was, ich sag mal, dafür sorgt, dass die Leistung umgewandelt wird, das ist wichtig. Victron Energy, starker Partner? Starker Partner, wir sind Systempartner von Victron Energy, haben das komplette Portfolio, können wir liefern, natürlich auch technisch beraten. So, wenn du mir mal kurz erklärst, PV, da geht's rein? Da geht es einfach rein, festschrauben auf die Batterie, die Ladung kann beginnen. Okay, das geht automatisch, das heißt, ab einem gewissen Ertrag fängt die erst an? Genau, und das ist das hüpfende Komma. So ein Laderegler braucht immer eine höhere Spannung vom Solarmodul. Deshalb können wir noch mal ganz kurz zu unserem SunPower-Modul gehen. Machen wir mal gerade. Das ist wo? Zeig mal. Hier vorne, Das ist da. unsere Daylight-Modulreihe. Und wir haben hier sogenannte High-Voltage-Module. Okay. Die haben eine besonders hohe Betriebsspannung, damit der Laderegler eine besonders breite Arbeitsrange hat, um auch bei schlechten Lichtbedingungen noch gute Erträge zu liefern. Ich habe oft gesehen, dass zum Beispiel bei schlechtem Licht, also es ist bewölkt, ja, einige Solaranlagen noch richtig Energie bringen. Das heißt, die bringen zum Beispiel 10-20% Sonnenleistung und manche, die bringen gar nichts mehr. Ja, so ist das. Gerade da ist es wichtig, auf Qualität zu achten. Wir haben hier SunPower-Zellen, sogenannte Backkontaktzellen. Du hast einfach keine Verbinder, Busbars mehr, Zellverbinder auf der Oberfläche, die praktisch das Sonnenlicht noch zusätzlich reflektieren. Und du hast einfach die volle Fläche des Moduls als Solarmodul zur Verfügung. Und ja, ihr bietet noch mehr. Das sind die Durchführungen aufs Dach. Genau, die haben wir in verschiedenen Varianten, natürlich auch in weiß, ist Geschmackssache, ob man eine einfache oder eine zweifache Dachdurchführung haben möchte. Genauso ist es mit den Kabeln. Man kann 2 einzelne Leitungen nehmen, man kann eine Doppelleitung nehmen, einfach individuell nach Wunsch. Ich kann die alle mischen, die Zellen, oder muss ich HV mit HV mischen? Ja, HV und HV, das sollte schon matchen, genau. Aber grundsätzlich, wenn die Platzverhältnisse es wirklich nicht anders hergeben, kannst du natürlich auch beispielsweise technisch sauber gelöst 2 verschiedene Laderegler nehmen. Okay, dann brauche ich aber 2 Kabel nach unten, oder? Ja, bräuchtest du. Das sind Batterien, ihr stellt selber Batterien her? Korrekt. Da haben wir zum Beispiel hier vorne einen Low-Temperature-Akku. Bedeutet, man kann bei minus 20 Grad diesen Akku laden. Ist das ein Problem, üblicherweise die Temperatur? Ja, grundsätzlich kann man Lithium-Akkus von 0 bis minus 5 Grad in dieser Range vielleicht noch laden, aber danach schaltet das BMS ab. Man hatte einfach BMS, was ist das? das Batteriemanagementsystem, praktisch ein Wächter über die Zellen und über den Akku selber. Und durch unser Heizelement, das heizt mit 8 Ampere auf, hat man halt die Möglichkeit auch noch in Skandinavien bei minus 20 Grad Zelltemperatur Ladeleistung reinzubekommen. Motor wird gestartet, 2-3 Minuten warten und los geht's. Ja, das kenne ich von Fahrzeugen zum Beispiel, die vorbereitet werden auf Schnellladen. Die werden gekühlt oder erwärmt. Das ist ähnlich? Ja, so ähnlich ist es, ja. Der Akku braucht halt einen bestimmten Temperaturbereich, in dem er vernünftig arbeiten kann, ohne dass die Zelle einen Schaden nimmt. 1920 Wattstunden, das bedeutet, ich kann 2000 Watt nehmen, eine Stunde lang rund. Wir haben hier einen 150 Ampere-Stunden LiFePO4-Akku, auch mit einem integrierten Heizelement, speziell gebaut, um den unter den Sitz zu bekommen. Okay, bei welchem Fahrzeug zum Beispiel? Fiat Ducato. Also der passt direkt unter den Sitz drunter, schließe ich an. Grundsätzlich empfiehlst du, immer Fachleute hinzuzufügen. Also ich sag mal, es geht hier beim Kabelbrand nicht mehr um so ganz simple Sachen. Man sollte ganz genau wissen, was man macht. Genau, also da gibt es bestimmte Kabelquerschnitte, die einzuhalten sind. Vor allen Dingen, wenn man mit hohen Strömen arbeitet, sind das schon 50 bis 70 Quadrat, die man verlegen muss. Wenn man sich nicht sicher ist, sollte man auf jeden Fall einen Mechatroniker zur Rate ziehen bzw. zu einem Fachmann gehen. So, und du bist ja eine Spezialistin für den Bereich Kabelquerschnitte. Die Zahl nochmal, die du gesagt hast, die Quadrat? 50 bis 70 Quadrat. Das sagt dir was? Das ist deine Wohnung, die Fläche, glaube ich. Das ist, glaube ich, die Dicke des Kabels. Hast du mal so ein Kabel da oder so ein ähnliches? Das habe ich jetzt nicht da, weil die Leute darüber stolpern würden. So, das wäre sehr dick, oder? Ja, stell dir das vor, das sind ungefähr 4 Quadrat. Ja. Und 70 Quadrat Kabel, desto höher die Ströme durch das Kabel, umso größer muss der Querschnitt sein. Was ist das hier, Orion TR Smart? Das ist mehr oder weniger der Ladebooster von Victron Energy. Grundständig ist es ein DC-DC-Wandler, den man voll programmieren kann. Das bedeutet, ich kann also während der Fahrt, kann ich zum Beispiel die Batterie aufladen über den Generator, die Lichtmaschine? Genau, über die Lichtmaschine. Und das Besondere dabei ist,
der ist auch für Euro 6 Fahrzeuge geeignet. Das ist nämlich ein Problem, weil viele dürfen nämlich nicht mehr laden. Das bedeutet also, die schalten irgendwann mal ab, die haben intelligente Lichtmaschinen. Genau so ist es. Da geht es um Spritsparen grundsätzlich. Es gibt Fabrikate, die einfach noch ein zusätzliches Modul benötigen. Richtig, und mit Victron kannst du einfach Plug and Play loslegen. Ja, es gibt mehrere Firmen, die diese Powerboxen bauen. So ein echter, ich sag mal, Big Player ist EcoFlow. Eine andere Marke. Warum habt ihr zwei? Grundsätzlich sind wir sehr davon überzeugt von dieser Marke. Alleine das Portfolio, was EcoFlow bietet. Wir haben wirklich von einer Mini-Variante über ein tragbares Modul hin bis zu einer professionellen Anwendung haben wir beispielsweise von 200-300 Watt Wechselrichterleistung bis 3600 Watt Wechselrichterleistung. Ja, der Unterschied Lithium-Ionen und ich sag mal die andere Technik, da sagen die Leute immer, achte ja, dass es kein Lithium-Ionen ist. Ja. Ist das wahr? Du hast natürlich das Phänomen, wenn du Akkus ständig jeden Tag von 100 auf 0% runter reduzierst bzw. entlädst, dass du bei LiFePO 4 Akkus, wie zum Beispiel bei der Delta Pro, eine deutlich höhere Zyklenfestigkeit hat. Das bedeutet, dass du einfach den Akku öfter von 100 auf 0 runterziehen kannst. Okay, das heißt bis zu, ich glaube 5000 Mal, kann das sein? Genau. Klasse. Sind die schwer eigentlich? Es ist ein Zentner, vielleicht kann der Sportler einmal zugreifen. Der Sportler, die ist ja Handballerin, Simone. Was, welche? Ich will dich jetzt nicht, genau, ich will dich jetzt nicht reduzieren auf, heb mal einen Akku oder so, aber, und? Ja, ist schon schwer. Guck mal, der hat Rollen. Hast du gesehen? Ist auch gut so. Das ist auch gut so an der Seite. Und, der Trick daran ist, man hätte den auch einfach hochheben können und einfach hinter sich herziehen können. Der ist natürlich so schwer, weil das ein 300 Ampere-Stunden LiFePO 4 Akku ist. Ja, das heißt, die kann ich 5000 Mal laden, 300 Ampere-Stunden heißt, ich könnte 3 kW entnehmen eine Stunde lang, oder? Ja, dann hast du aber auch schon gut gegrillt, würde ich sagen, auf dem Elektrogrill. Ja, das ist so. Und da vorne ist was ganz Besonderes. Da ist da ein Sprittank drin? Oder? Genau, das ist ein Generator von EcoFlow, einfach um die Möglichkeit zu haben, unabhängig von der Sonne bzw. von den Tageslichtverhältnissen Energie zu produzieren, nachzuladen und die dann auch direkt zu nutzen. Ist der hier Betriebshoheit? Geht der? Grundsätzlich schon. Mach mal an. Ist spannend. Oder darf man nicht? Darf ich nicht. Okay, ist nicht schlimm. Aber ist es so, da ist jetzt Benzin oben drin, das kennen wir von Honda, i10, i20. Ist es ähnlich? Genau, man kann dort fossile Brennstoffe benutzen, um Energie zu produzieren. Jetzt ist das Ganze hier staubig. Kann es auch mal feucht werden oder sollte man das vor Feuchtigkeit schützen? Es sind Produkte, die man auch draußen benutzen kann, deshalb tun den Staub eigentlich wirklich nichts. Ja, im Regen stehen lassen ist natürlich so eine Sache, aber ein wenig Feuchtigkeit tut dem natürlich nichts. So, ein kleines bisschen. Das ist genau definiert, aber nochmal in der Betriebsanleitung. Das ist da drin. Die Leute werden geschult. Wenn ich sowas kaufe, ich sag mal, im Internet gibt es ja unglaublich viele Videos über, ich sag mal, unglaublich viel. Der eine macht es richtig, der andere falsch. Kriege ich Beratung für euch und so weiter am Telefon? Also grundsätzlich ist uns das wichtig, dass der Kunde genau das bekommt, was er anfragt und nicht etwas, was wir verkaufen möchten. Die technische Validierung einer Anfrage steht im Vordergrund. Das ist ganz wichtig, ja. Ich zeige mal gerade, also das bedeutet, ihr seid Allrounder, ihr baut die Solaranlagen, ihr habt die Batterien dazu, ihr habt die Laderegler dazu. Wir haben Wechselrichter dazu, eigene Wechselrichter von Wattstunde, wir haben auch eigene Solarregler, die eigenen Kabel, die komplette Verspoilerung liefern wir. Wir haben natürlich auch die Konstruktionskleber, um alles zu montieren. Kannst du auch an den Einzelteilen haben. Ja, das Thema Balkonkraftwerke, ein Riesenmarkt, merkt ihr das? Ja. Das heißt also, sind die lieferbar, die Taschen im Moment? Die Taschen ja, Balkonkraftwerke kommen noch. Freu dich drauf. Freue mich drauf. Das bedeutet, ich kann meinen eigenen Strom, darf ich über eine Dose einspeisen, offiziell ja nur, wenn der Elektriker die gelegt hat. Viele machen es trotzdem so, darf man nicht, aber ich kann damit Strom sparen. Grundsätzlich kann man diese Frage mit Ja beantworten. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Du kannst Strom sparen, so ist es. Ist das wesentlich? Das heißt, da gibt es Apps, da kann ich genau sehen, wie viel Strom ich spare. Ist das jetzt aufgrund natürlich die Kilowattstunde steigt mit allen drum? Hast du selber schon eins? Ich noch nicht. Okay, aber vielleicht bald. Ja, wenn ich einen Balkon habe. So. Ja, wir sind auf der Abenteuer Allrad, toller Stand. EcoFlow haben wir gesehen. Ja, da vorne ist Bluetti, die da sind. Also das ist ja so eine Frage, was nehme ich? Auch die Entscheidung ist ja dann Design, ist ja auch ein Thema Bedienungsfreundlichkeit. Die kann man gut bedienen? Die kann man einschalten und direkt bedienen. Also ist Plug and Play? Oder? Das ist Plug and Play, genauso wie mit unseren Sunfoldern. Die Lademöglichkeit, Adapter ran, fertig. Hast du mal so eine ganz kleine, dass wir die mal zeigen? Also vielleicht mal hier die zweite. So, und
Und vielleicht der Simone mal kurz erklärst, du schaltest die an? Genau. Die ist schon etwas leichter als die große. Ja, die ist deutlich leichter. Oder wir stellen sie mal kurz auf den Tisch, oder? Dann haben wir es einfacher Natürlich. zum Filmen. So, das Ding kann ich mitnehmen am Festival zum Beispiel. Genau, du hast zum Beispiel eine Kühlbox, die du betreiben möchtest, du möchtest deine Kamera aufladen, vielleicht eine Drohne und so weiter. Das ist alles ohne weiteres möglich. Man hat halt eine grundlegende Anzeige über die Funktion, über die Restkapazität, über die Restlaufzeit. Das bedeutet, wenn ich ein Gerät anschließe, dann sinkt diese Zahl grundständig. Das ist die Restlaufzeit in Stunden oder zum Beispiel in Prozent. So, du hast ein iPhone, wo wäre das jetzt anzuschließen? USB-C, 100 Watt, das heißt PD. Zum Beispiel. Oder du kannst natürlich auch ganz klassisch über den Netzstecker gehen. Ach, das ist auch mit drin. Natürlich. Zweimal. Und du könntest sogar noch eine Verteilersteckdose anschließen. Da ist jetzt ein Einschalter mit dabei. Warum ist da ein Einschalter? Warum ist das nicht immer an? Wenn du den immer an hast, dann hat er einen höheren Standby-Verbrauch. Und um natürlich nicht die Powerstation darüber den Tag zu entladen, kannst du es einfach ausschalten. Du könntest auch dahinter gelegene Geräte steuern, indem du es ein- und ausschaltest. Ja, cool ist, selbst die kleinste Variante kann man erweitern. Also da gibt es Expansion Packs, die du drunter packen kannst. Genau, du kannst die Akkukapazität erweitern, hast einfach grundständig die Möglichkeit, über verschiedene Lademöglichkeiten zu arbeiten. Ach, Solar ist auch schon drin. Solar ist auch schon drin. Dafür haben wir den Adapter, das ist der XT60. Man kann über Landstrom laden und das Besondere ist bei der EcoFlow halt, man kann innerhalb von einer Stunde 80% der Kapazität bekommen. Das heißt, Laden sehr schnell, oder? sehr schnell, wenn du spontan morgens überlegst und möchtest mittags losfahren, schließt du die einfach eine Stunde an und hast genügend Saft an Bord. Wenn ich jetzt ein iPhone habe zum Beispiel, komme ich da bei 4-5 Tage immer wieder laden, weil das ist ein riesen Akku drin. Locker. Sagen wir mal 2 Wochen. Aber ein Föhn geht nicht, glaube ich, da kommt nicht genug raus. Oder? Genau, da müsstest du ein größeres Gerät nehmen, weil grundständig diese Wechselrichterleistung auch ein bisschen von der Kühlung abhängig ist. Da müsste man einen kleinen Schwenk machen. Hier vorne hättest du zum Beispiel ein Gerät, was 1400 Watt hat oder sogar 2400 Watt. Und damit ist das locker kein Problem. Okay. Also es ist auch eine Preisfrage, wo fängt sowas an hier, EcoFlow Pro ungefähr? Ja, also die Preise starten bei 350 € und enden irgendwann bei 3700 €. So. Deine Anwendung, was wäre das, wenn du so ein Ding hättest? Kühltruhe für Reisen. Also für Reisen würde ich es Für hauptsächlich. Reisen jetzt im Auto, du kannst deinen Laptop Ja. anschließen. Ja, dafür würde ich es, glaube ich, hauptsächlich nutzen. Okay. Ja. Man kann es auch über 12 Volt laden, über einen Zigarettenanzünder? Ja, während der Fahrt. Während der Fahrt. So, Zigarettenanzünder ist sogar drin. Ja, toller Überblick. Wir haben heute den 18. Juni 2022. Du bist der? Manuel. Ja, Manuel von Wattstunde. Ihr seid wo in Deutschland? In Lüneburg, 30 Kilometer südlich von Hamburg. Von Hamburg, das merkt man. Aber habt ihr auch einen Store, einen Shop? Dann kann ich ja reingehen? Oder? Ihr könnt gerne bei uns vorbeikommen, es ist überhaupt kein Problem. Auch technische Beratung vor Ort und natürlich auch gleich der Artikel mitnehmen. So, aber man sieht Wattstunde immer öfter. Also bei Ausbauern, also die drin sind, also egal bei welchen Herstellern. Ihr seid sehr erfolgreich. Spricht das für die Qualität? Also das BMS hast du angesprochen. Das muss ja auch stabil funktionieren, dass das möglichst nicht ausfällt. Das funktioniert. Wir möchten ausfallsichere Produkte liefern, dass der Endverbraucher oder auch unser Geschäftskunde ruhigen Gewissens die Artikel verbauen kann und auch tagtäglich in Betrieb nehmen kann. Ja, Wattstunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Da ist das Ganze. Und ihr erreicht Wattstunde unter wattstunde.de oder einfach googeln. Ja, man kann zum Beispiel auf wattstunde.de gehen oder man kann uns googeln. Sehr schön. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, es war ein bisschen viel. Ich hätte dich gerne ein bisschen mehr eingebunden, aber das ist so, wenn man jedes Produkt erklären könnte. Ihr habt ja teilweise Beratungsgespräche von einer Stunde allein zum Thema Powerboxen, oder? Ja, auch zum Teil, aber natürlich, wenn man eine Freizeitanwendung hat, mit dem Caravan unterwegs sein möchte, einen Kompressorkühler hat, vielleicht sein Handy lädt, das kann man schon relativ kompakt halten. Wir haben aber auch sehr komplexe Anlagen für Expeditionsmobile, wo einfach Backöfen oder Geschirrspüler zum Tragen kommen. Das sieht natürlich etwas anders aus, da bräuchten wir länger als 5 Minuten. Ja, das ist eine schöne Anwendung. Du kannst zum Beispiel das verwenden zur Verschattung von deinem Fahrzeug. Genau, 2 in 1. Ist das die Farbe realistisch oder ist sie jetzt eingefärbt? Das ist ein bisschen angepasst, ja. Also grundständig haben wir ein 140 Watt Modul, das würde sogar beim Bulli oder beim Fiat Ducato locker hinter die Scheibe passen. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Hier vorne ist es. Besuchen Sie uns hier oder auf www.wattstunde.de. Mehrere Tests habe ich ja schon gemacht, es hat funktioniert. Tschüss Manuel. Ciao.